So, jetzt am Singapur Flughafen angekommen. Einen Kaffee und sind dort erstmal einen Kaffee trinken mit dem Volker. Cheers. So heiß. Die Wassershow geht erst ab 10 Uhr oder 11 Uhr los. Manche sagen 10, manche 11. Aber wenn ihr das besser wisst, einfach in die Kommentare hinten reinschreiben. Dann wissen wir das natürlich, oder? Wenn die Wassershow losgeht. Ja. 11 Stunden, 14 Minuten geflogen von Wien. Langer Flug. Ein bisschen geschlafen. Ich glaube, vor allem das Kindchen, Baby, das sehr viel geweint hat. Liebe Grüße an die Eltern. Ich konnte nicht schlafen. Woran konntest du schlafen? Hast du mitbekommen, was ich gesagt habe gerade? Nee. Es gab ein Baby, das sehr viel geweint hat. Liebe Grüße an die Eltern. Ich konnte nicht schlafen. Hey, also das Baby hat mir so super 12 Stunden Schicht hinter sich gebracht. Ja. Also. Ich bin müde. Jetzt ist 6:13 Uhr mit der Zeit von Singapur. Also 0:13 Uhr in Deutschland gerade. Ja. Aber jetzt habe ich noch ungefähr 14, 15 Stunden vor mir, wo ich nicht wachen bleiben sollte. Und jetzt sitzen wir gerade am Flughafen und überlegen uns, was wir jetzt als nächstes machen. Und wir jetzt noch auf den Wasserfall, auf die Wassershow warten sollen oder nicht. Oder ob wir schon mal in die Stadt reindonnern. Aber zuerst will ich einen Kaffee trinken, weil das ist meine Haltgebung von dem ganzen Kaffee. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Und wir haben Spaß auch. Ja, bis später. Wenn was ist, ruft mich an. Ich komme nach, aber nur wenn ihr in Thailand seid. Also die Treppen, die haben es in sich. Da bekomme ich schon wieder Gänsehaut. So, ich habe den Hostel geliebt. Selamun aleyküm. İnanmıyorum. Ben hiç inanmıyorum. Hayır, sen kafayı mı yedin? Jetzt in Singapur City angekommen, direkt am Pier. Richtig interessant, Friends. So, unser Hostel ist irgendwo dort hinten, so wie es aussieht. In Boat Quay. O da arkada değil ki, burada önde. Ha? O da uzakta değil ki. Ja, şurada. Orayı gösterdim. Ja, das ist ja dort auch. Weil es so früh ist, haben wir uns in ein Restaurant reingehockt. Ein indisches.
Wir haben sowas geholt hier. Und jetzt wird gegessen. Eier mit Zwiebeln. Sieht schon richtig lecker aus, hab schon probiert. Ist auch lecker. Der Tee ist richtig gut, muss ich zugeben. Ja. Ich denke, ich werde die nächsten Tage hierher kommen, um zu essen. Um zu frühstücken. Weil ich finde es super. Was sagst du? Würde ich auf jeden Fall. Also preislich sehr gut und schmacklich auch zwei. Das heißt, wir essen hier. Da sind wir bei unserem Hostel angekommen. Mit dem Volkan beim Beat Hostel. Wir haben den Check-in erst ab 15 Uhr. Und ja, müssen jetzt nun warten. Es ist 9:15 Uhr. Eine sehr schöne Gegend. Bars und Kneipen. Alles, was du so brauchst. Wir waren auch vorhin frühstücken. So sieht das Ganze hier aus. Nach außen sieht es dann nochmal interessanter aus. Wenn wir uns das mal jetzt von hier, von einer Bar jetzt mal angucken. Man kann sich so schön hier an die Bar setzen. Und was haben wir denn hier? Da werden wir natürlich auch demnächst noch hinfahren. Wie gesagt, wir sind ja erst gerade gekommen. Wir werden uns das Ganze angucken. Sieht schon mal toll aus. Finde ich super. Die Bars hier, ich denke mal am Abend ist hier sehr viel los und sehr laut. Das heißt, mit dem Schlafen, ja, wird schon schwierig, aber irgendwie wird schon funktionieren. Ich habe unseren schicken Hotel gefunden, Volkan. Den sieht man von da drüben, beziehungsweise von der Bar von da drüben. Wird spannend auf jeden Fall. Wir gucken uns noch heute und morgen das Ganze mal an. Volkan geht nach oben. Der hat keine Lust mehr zu warten. Nee, ich muss noch was erledigen. Der hat keine Lust mehr, hier auf der Straße zu stehen. 50, 50, 50, Volkan. 50, 50, 50. Ich habe die Mail bekommen. Achso, nee, 50, 50, 50. Ja, jetzt wisst ihr es auch. 9:20 Uhr gerade. Wir warten noch. Und dann gucken wir, wie es weiterlaufen wird. Dann gehen wir mal rein und gucken uns das drinnen an. Geht hier nach oben. Schauen wir mal, wo der Volkan sich auftreibt. Da sitzt der Volkan schon. Ganz entspannt. Und ja, stellen wir mal unser Zeug hier ab. Und dann gucken wir mal weiter, was hier so passieren wird, wenn die Leute hier kommen. Da wären wir schon wieder. Jetzt haben wir unsere Rucksäcke im Hostel gelassen und gehen mal Richtung Stadt rein. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen was an. Wollen wir da lang laufen oder? Schauen wir mal. Es ist schon echt gut warm. Sieht hier so aus. United S on Red Dot. Das sind schon echt schöne Häuser. Schau mal, was es da oben so gibt. Schon echt sehr interessant. Und langsam wird es auch voller. Wo wir vorhin gekommen sind, war es noch nicht so voll. Jetzt sehen wir schon langsam Menschen, die hier rumlaufen. Der Volkan, der will über die Ampel laufen. Ich gehe einfach über die Straße.
Das wird schon schief gehen. Da darf man anscheinend nicht durch. Okay, dann laufen wir so. Irgendwas wird hier die nächsten Tage sein, irgendeine Veranstaltung oder sowas, was interessant sein wird. Ich hoffe mal, dass es die nächsten Tage ist. So sieht das hier aus. Progress und Advancement. Schon echt riesig gemacht hier. Echt interessant. Look at it. Typhoon on the Singapore. Hier können die Leute so schön chillen. Da gibt es auch so einen Kinderpark, wo Poiras spielen könnte. Der Vulkan ist da hinten. Echt sehr interessant. Also ich will gar nicht wissen, wie es von da oben aussieht. Da bist du ja. Mehrere. Ich laufe einfach oder. So, als ob wir wieder zur U-Bahn laufen. Nee, nicht zur U-Bahn. Was Als man- ob sich der Weg schon jetzt schon eingebrannt hat bei dir. Ja, die U-Bahn muss ja sich einbrennen. Na, die U-Bahn, ich habe vorhin schon einen einfachen, kürzeren Weg zur U-Bahn. Hier ist auch eine Baustelle. Wird irgendwas gebaut. Sieht aber besser als in Deutschland aus, die Baustelle. Achso, hier ist ja Linksverkehr. Darum laufen die alle mir von rechts entgegen. Ich bin jetzt das erste Mal in Singapur. Ich finde es einfach faszinierend, wie sie einfach diese Gebäude hier zusammenbauen. Unglaublich. Sieht richtig geil aus, wie es da ist, oder? Was meinst du? Sieht doch richtig Bombe aus da. Ja. Mit den Pflanzen da oben sollte man eigentlich auch mal in Deutschland machen. So Bäume in den Häusern rein. Der Volker macht jetzt schöne Fotos noch. Das kann er. Uns einfach treiben. Nee, hier brauchst du eine grobe Richtung, mein Lieber. Was? Hier brauchst du eine grobe Richtung. Ach, Ansonsten, du verläufst dich hier. egal. Das ist ja das Schöne, wenn ich mich verlaufe. Dann sehe ich Neues. Obwohl ich sehe zurzeit, also jetzt sowieso alles neu, aber Ja, Marina Bay Financial Center. Schau. Passt doch, wo ich hinlaufe. Richtung Marina Bay. Da wollen wir hin. So, da lang. Man findet schon weiter. Was gibt's hier Schönes? Oh, Pide. Mit Patrons. Ja. Und dann Döner auch noch. Geil. Also, hier kann man auch Döner essen und Pide, damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt kommen wir zum Marina Bay Financial Center. Hier ist auch, wie gesagt, das Interessante, dass man immer so links stehen muss. Nicht so wie in Deutschland, dass man dann rechts steht und links geht. Hier ist komplett andersrum. Ja. Also, wie schon der Volkan vorhin gesagt hat, hier muss man gucken, wo man langläuft, wie man langläuft. Von unten, von oben, von der Straße. Sonst kommt man nicht irgendwie weiter. Aber ich lasse mich gerne treiben, ohne Navi. Ich schaue. Aber wenn wir weiter müssen, dann müssen wir da lang, Volkan. Marina Bay. Also hier ist es irgendwie so, dass du immer so von unten irgendwo durchgehst und durchläufst. Ist nicht so wie in Deutschland, dass du über die Straße irgendwie komplett alles durchläufst, weil da gibt es auch weniger Ampeln. Kannst auch nicht überall über die Straße laufen. Und der größte Vorteil davon ist, du läufst durch klimatisierte Räume. Genau, alles klimatisiert. Draußen ist es halt sehr warm und sehr schwül. Also wäre es nicht so schwül, dann wäre es noch ganz in Ordnung. Aber es ist halt richtig schwül. Hier gibt es ein Chinese-Restaurant. Salat. Das wäre so mein Laden. Ich würde echt gerne mal wissen, was hier so der Kaffee kostet. Lass mal gucken. Hier ist sogar der Kaffee günstiger. 61,220.
Was habe ich am Flughafen gezahlt gehabt? $9, glaube ich, haben wir. Irgendwie sowas, also 9 Singapur-Dollar, Was kostet keine hier? US-Dollar. Hier waren es 2. Ist eigentlich also schon ganz gut für $2 so einen Kaffee zu bekommen. Das sieht irgendwie so nach einer Wäscherei aus irgendwie, oder nicht? Ja, Mann. Es ist eine. Perfekt, dann weiß ich, wo ich meine Sachen waschen werde. Jetzt einen Monat hier bleiben, oder was? Nee, aber nach 3 Tagen könnte ich meine Sachen hier waschen lassen. Marina Bay, da geht's rein. Dann gib ihm mal. Der Volkan will hier mehr Sport machen. Ich gehe mal ganz normal die Rolltreppen hoch. Also als erstes sehe ich hier einen Burger King. Was gibt's hier noch so alles? Also das ist Marina Bay, Ground Plaza Mall und da steht mein Name, Taifung. Dieser Laden gehört mir. Das ist mit einem chinesischen Namen. Taifung. Starbucks, ganz normal, gibt's überall. Downtown MRT, Ground Plaza. Wie nahe gequetscht ist, Ja? Ich will mal hier jetzt die Preise anschauen, was hier so ein Starbucks-Kaffee kostet. Also ein Karamell 7, ein Cappuccino kostet $6,80. Ein Grande kostet $7,40. So sind hier auch die Preise. Ich weiß gar nicht, was so in Deutschland beim Starbucks der Kaffee kostet. Der eigentlich gar nicht zum Starbucks, nur zum Vergleich mal. Hier kann man Obst kaufen. Alter, ist schon bei 8,95. Also das sind schon Wucherpreise, glaube ich. Kann man doch gar nicht bezahlen. Für 4 Äpfel war dieser Preis jetzt, oder was? Keine Ahnung, ich glaube ja. Wenn es 444 4. 444 Kirschmühlen. Hier kosten jetzt auf Kaffee $3,50. Also natürlich beim Starbucks wie überall ziemlich teuer, das Doppelte, aber so wie beim Flughafen war es natürlich jetzt nicht. Ja, lassen wir uns bleiben. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Einkaufsgeschäfte im Mall. Vielleicht kann ich mir ja neue Schuhe kaufen, nachdem ich meine neuen Schuhe angezogen habe, bevor ich die überhaupt mal probiert habe und nicht mal eingelaufen bin. Waren die mir viel zu eng und jetzt laufe ich mit Schlappen rum, aber ist ja hier ganz angenehm, obwohl ich irgendwie der Einzigste bin, der mit Schlappen rumläuft, aber mir ist das wurscht. Schokolade. Ja, Mann. Riecht Ja, aber nicht richtig gut nach Schokolade. Ich glaube, wir sind vorbei. Marina Bay Residence Ground Plaza. Grand Plaza ist halt die Tür. Ja, aber Sayo. wo sollen wir da hin? Minmet Clinic. Was haben die hier? Physical. Aha. Ich habe nichts verstanden, was die hier haben. Aber irgendwas mit Klinik und hier hinten gibt's nichts mehr, Volkan. Dann sind wir hier schon mal durch. Ich glaube, das ist schon davor. Schau jetzt, wenn wir jetzt da lang laufen, Ground Plaza zeigt's nach links an. Also, ja, dieser Schild war ein bisschen komisch, glaube ich. Den sollten die 4 Meter nach hinten verschieben. Diese eine Sackgasse wurden wir getreten. Egal. Mit dem Wir haben uns das Ganze angeschaut. Jetzt glaube ich nach links. Das sieht danach aus. Da, schau mal. Ground Plaza, Marina Bay, Residence, Link Mall, Raffles Place. Also wir können ja beim Marina Bay Kaffee kaufen gehen. Oben. Also da Kaffee trinken oben, das ist Genau. oben eine Bar. Oder Bar oder Ja, keine Ahnung. Die Bar gehen. Also es gibt ja beim Marina Bay so ein ganz oben so eine Aussichtsplattform, was halt Geld kostet. Ja. Und dann gibt's noch mal so eine Bar oder Café, Bar. wo du nichts zahlen musst, Oh, Getränk. aber ein Getränk halt zumindest kaufen musst, aber du hast die gleiche Aussicht. Ja. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Wir holen uns etwas zum Trinken. Aber irgendwie sind wir ziemlich verkehrt. Also, da ist das Marina Bay. Und wir sind hier. Und was hat jetzt das mit dem zu tun? Gut, wie kommen wir jetzt dort rüber? Das ist die nächste Frage. Aber irgendwie, also, Volkan, gehen wir mal eins runter wieder hier und dann gehen wir dort raus und dann laufen wir mal so entlang. Was meinst du? Ja. Würde ich jetzt sagen. Dann wieder da lang, also Marina Bay Link Mall. Hä? Er hat doch gerade gesagt, dass wir hier lang müssen, nach rechts. Also irgendwas
Also es ist ja alles schön und gut, aber mit den Schildern haben die es noch nicht drauf. Da können die von den Deutschen was lernen. Aber Portugiesen? Genau. The Promontory. Keine Ahnung. Ich kann mich einmal erinnern, letztes Jahr, da bin ich einmal hier in so diese Katakomben rein, weil ich irgendwie zu einer U-Bahn musste. Ich bin, glaube ich, gefühlt so 7 Kilometer hin an so insgesamt so mindestens 5, 6 7-Elevens vorbeigelaufen Echt? unter der Erde, bis ich mal an der U-Bahn-Station war. Das ist auch geil. Hab mir auch gedacht, so, habe ich jetzt eine Stadttour gerade gemacht hier im Inneren, aber Und da hängen auch wieder Kameras rum. Es ist irgendwie überall Kameras. So eine Kamerastadt. Aber einer der sichersten Länderstädte und das sauberste Stadt der Welt. Singapur. Jetzt kommen wir schon dem Geschehnis näher. Marina Bay Sands. Jetzt sind wir schon auf der anderen Straßenseite, wie wir das wollten. Ich habe irgendwie gerade Gänsehaut. Ich weiß nicht warum, aber gerade ist mir so Gänsehaut so aufgestiegen. Immer nur so auf Bildern gesehen und jetzt sieht man das wirklich. Jetzt sieht man das wirklich mal in live und unglaublich. Und dann hast du hier noch so eine Box mit Musik. Also, wow. Geil. Übrigens, da drüben ist das Museum. Und hier sind wir jetzt durch die ganzen Katakomben durchgelaufen und sind dann hier hinten rausgekommen. Ich freue mich jetzt da hoch zu gehen. Ihr kommt mit? Geil. Geil, Leute. Das freut mich jetzt. Also, wir können losstarten und da hochgehen. Was sagst du, Volkan? Geh mal da hoch jetzt. So. ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, kommen wir ja mit unserem Outfit noch nicht darauf. Ich glaube, man muss sich schick anziehen. Ich weiß nicht, wir müssen uns mal kommen. Ich glaube, da war mal sowas. Also, ich bin ja schick, außer die Schlappen. Aber ja, du bist ja auch schick. Das war Jogginghose. Ja. Nee, oder irgendwas war da mit 17 Uhr oder sowas. Ja, wir können es ja mal versuchen. Mal schauen. Wir sind ja ganz in der Nähe. Unser Hostel ist ja gleich hier ein paar Meter weiter weg. Und Schritte wollen wir sowieso machen mit Volkan. Schritte sammeln wir, glaube ich, hier sehr gut. Ziel ist, meine Rekorde nacheinander jeden Tag zu brechen. Also dann lass heute bitte mit einem Schritt anfangen, dass wir am 30. Tag bei 30 Schritten sind. Was haben wir hier? Gelato, Waffel, Coffee. Und ein Red Dot Design Museum. Keine Ahnung, was die da drin haben. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das in die Kommentare reinschreiben. Liken nicht vergessen und abonnieren. Nur die Liebe, die Bühren. Also hier gibt's wirklich irgendwas Ja. die Tage. Safra Bayfront National Day Celebration. Ich schaff's auch nicht einfach Echt schöne Hunde. Singapur zu besuchen, wenn nichts ist. Letztes Jahr war ich da, als das Formel 1 Rennen aufgebaut wurde. Also wir kommen immer näher ran. Und es wird immer wärmer und wärmer und schwüler und schwüler. Also 30 Grad gerade. Ich würde auch gerne mal da in den Schwimmbad hoch, aber für den Schwimmbad musst du ein Hotelzimmer haben für eine Nacht, also zumindest für eine Nacht. Und dann kannst du auch da oben in den Schwimmbad rein. Happy Birthday Singapur. Aha, Night Bazaar. Alter. Ja, aber ich dachte, die Feiern für Singapur waren. Ich weiß nicht, aber wenn es natürlich so ein Night Bazaar gibt, dann wäre das schon natürlich cool. The shop is at Marina Bay Sands. Ekstra kenara geçeyim adam rahat yanına gitsin diye adam da üstümden geçecek. So sieht das Ganze hier aus. Ah, nein, ich bin hier. Wir sind jetzt bei der Marina Bay Sands und versuchen jetzt oben in die Bar reinzukommen. Und da geht's schon lang. Scheiße. Wow, hier ist auch schon mal richtig schön klimatisiert und kühl, so wie wir das brauchen. Jetzt haben wir. Geil. Schau mal, was hier kommt. Was kommt?
Das ist das Einkaufscenter von Marina Bay Sands. Und wenn wir etwas hintergehen, dann kommt auch der Indoor-Fluss. Und ich glaube auch ein Wasserfall, sowas in dem Sinne gibt's auch hier. Ich glaube, das müsste auch hier also connected sein zu dem, direkt zu diesen Tower, Gardens, alles mögliche. Ich sehe schon mal hier Ralph Lauren, Dolce Gabbana. Ich glaube Gucci und Louis Vuitton sind wahrscheinlich auch hier vertreten. Moncler ist hier. Also wer hier dick shoppen möchte, der kann gerne hierher kommen, weil hier sind die ganzen Marken von Singapur. Ich weiß jetzt nicht, was die Leute hier gucken. Aber wir gucken auch gleich mal mit runter. Die stehen alle da und machen irgendwelche Fotos. Können wir auch gerne mal machen. Da haben wir auch gleich Apple mit dabei. Sieht doch echt schick aus. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Armani oder Hugo Boss, dass ich mir neue Schuhe kaufen kann. Var, aşağı inelim geliyor. İstersen Gucci de var. Gucci gehe ich lieber in Ingolstadt Village. Aber warum stehen die alle so da? Welche? Die Leute da, auf was warten die da? Keine Ahnung. Gibt's hier jetzt irgendwas, oder ist es einfach nur eine Schulklasse, oder Büyük ihtimalle öyle bir şeydir. was warten die hier? Natürlich gibt's auch Zara, für die ganzen Mädels. Zara Shopping. Wir können gerne mal mit nach unten gehen zu Zara und uns das anschauen. Moncler, natürlich vertreten. Dolce Gabbana, Valentino. Da ist auch Armani, was ich gesucht habe. Eigentlich die Schuhe direkt mitnehmen und zu Armani bringen und sagen, hey Leute, geht nicht. Wollen wir erstmal nach unten? Ja, natürlich. Weil von dort aus geht's auch easy rüber, wohin wir wollen. Dann nach unten. Şimdi benim anlamadığım buradan ya sağ taraftan iniyoruz. Also einmal so, einmal so. Ich verstehe die Logik nicht dahinter. Wie kommen wir jetzt noch eins Arkadan. tiefer runter? Sağa dön. Level B1. Bei Level B1 findet ihr Dolce Gabbana Moncler. Also genauso wie da drüber auch. Und da sehe ich schon Gucci prahlen. Da hinten hier haben wir Valentino. Es riecht auch jetzt dementsprechend schon mal viel, viel besser, oder nicht? Du bekommst diesen Geruch gerade nicht. Ja, ich schon, aber was soll daran besser riechen? Ja, es ist so nach Parfums und nach, ja. Ah, der ist gerade auch Fendi hast du auch gleich hier. aus. Bei deinem Glück sind alle Attraktionen aus. Welche Attraktionen? Vor dir ist ein Wasserfall. Ach so, ja. Und Naja, der wird schon gleich wieder anlaufen wahrscheinlich. Aber hier könnte man schön was trinken kommen. Stone Island haben wir hier auch gleich mit. rechts geht's weiter, also noch mehr Marken. Ich würde jetzt so gerne da reinspringen. Aber Gucci ist hier. Ich glaube, du hast noch ein Stockwerk drüber für Gucci. Und Breitling ist gleich daneben. Wird das jetzt so ein Shopping-Site oder Shopping Queen? Dancing Queen. Wollen wir nicht noch eins runter oder wollen wir hier jetzt... Wie du willst, das ist mir gleich. Gehen wir mal runter. Ich will mal unten sehen, was die da drüben haben. Hier sind die ganzen Reichen und Schönen. Dankeschön. Kann ich nur zurückgeben. Und hier ist mein Laden. Emporio Armani. Ich will mal kurz schauen, was hier so die Schuhe kosten. Und dann mache ich mal weiter. UV light. Thank you. 57 Floor. Tel Aviv. Ama hiç kimse diyemedi. Öbürleri de 35 euro dolar Ja. ödüyor. Ich meine, Ama sadece yukarı çıkıyor. eine. Sogar aynı şey. Yalnız, İçecek var da. genau, hast nochmal extra Getränk mit dazu. 38 Singapur-Dollar. Entsprechend knapp 25,63 €, um genau zu sein, mit dem jetzigen Kurs. Ja. Ja. Schön warm. So sieht das Ganze hier aus.
schau mal, da ist ja komplette. Sieht aber schon interessant aus. Die ganzen Klimaanlagen und so auf dieser Seite. Ich bin auch diese Brücke schon mal entlang gelaufen. Echt? Ja. Da bin ich hier so eine Tour gelaufen mit den anderen aus dem Hostel. Okay. Ich glaube, aber hier war abgesperrt wegen der Strecke und so. Hm. Wir sind auf der Straße gelaufen. Alter, geil. Von hier sieht's auch nochmal mega aus. Ausgeschlafen, kein Jetlag.